Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scala. Ja, was wir dieses Mal machen, ist Methoden. Und zwar habt ihr ja schon diese Main-Methode hier kennengelernt. Wir haben letztes Mal diese Vorschleife hier drin gehabt. Die habe ich jetzt mal rausgelöscht. Ziemlich coole Vorschleife, aber also sowas gibt es nirgendwo anders. Auf jeden Fall, Methoden sind relativ einfach. Man kann hier einfach sagen def. Das ist so ungefähr wie Function in Java. Und ja, dann sagt man hier ähm, einfach der Name der Methode, also sowas wie, Function Name, ja genau, Function Name. Und dann packen wir hier rein die Parameter, die dann natürlich gleich einen Typ brauchen. Also sagen wir A vom Typ String, B vom Typ Int und C ist vom Typ Char zum Beispiel. Ähm, ja, und dann brauchen wir hier hinten dran noch einen Return-Type. Den gibt es bei der Main-Function natürlich nicht. Das bedeutet einfach, sie ist void, also gibt keinen Wert zurück. Sagen wir hier einfach mal ein int. Und dann brauchen wir hier noch was wir nirgendwo anders brauchen, nämlich ein Gleich. Und dieses Gleich müsst ihr euch einfach angewöhnen, das Gleich und das, also dieses Doppelpunkt int Gleich, das brauchen wir nicht, wenn wir ein Void haben, weil dann gibt es keinen Return-Wert und deswegen ist alles okay. Aber wenn wir einen Return-Wert haben, brauchen wir dieses Gleich da drin. So, und ja, jetzt kann man hier zum Beispiel sagen, was wollen wir denn machen? Ich mache das hier mal zu einem Integer und c lassen wir raus. Ich mache einfach mal eine Funktion, die uns zwei Zahlen äh, oder eine Zahl von mir aus, das ist dann vielleicht das einfachste, quadriert. Ja, und dann sagen wir hier drin einfach return und dann a mal a. Und fertig sind wir. Und schon haben wir quasi ein Square geschrieben, ähm, das uns, ja, a quadriert. Und das war es auch dann schon. Wir können natürlich auch einen ganz besonderen Datentyp, nämlich Unit, zurückgeben. Deswegen kopiere ich das hier einfach mal alles. Das sollte vielleicht etwas tiefer. So, was machen wir? Print. Sowas. Ähm, ja, das bedeutet, wir wollen hier eine Unit zurückgeben. Das ist in etwa das Äquivalent, also das offizielle Äquivalent zu Void. Also wir geben nichts zurück und deswegen schreiben wir einfach Unit hin. Also quasi print it void sozusagen, wenn wir das gerne so hätten. Und was machen wir hier? Wir return natürlich nichts. Printline und so, ja, ohne Semikolon. Ich mache es immer noch gerne falsch. Achso, und wir können diese Funktion natürlich auch aufrufen. Man ruft diese Funktion dann logischerweise meistens in der Main auf. Irgendwo anders kann man natürlich auch noch aufrufen. Ähm, ja, man sagt dann einfach, ähm, also das kann man quasi benutzen wie eine Variable. Wir können hier schreiben print line square, upsala, wenn ich jetzt noch tippen könnte, wäre es ganz toll. Und dann 5. So, und fertig sind wir. Dann füllen wir das aus und kriegen 25 raus. So, oder wir können auch einfach sagen print it und liefern dann einen char, zum Beispiel c. Ups. Ach komm schon. Es ist irgendwie ungewöhnlich, wenn es die Anführungsstriche automatisch ja, vervollständigt. So, hier wird dann logischerweise die Funktion hier unten aufgeführt und da wir keinen Return-Type haben, können wir hier auch nichts zurückverlangen. Aber es wird automatisch das ausgegeben, was hier eben geschrieben wird. Okay, das sind Functions. Functions sind natürlich so nicht alles. Wir können natürlich auch noch mehr machen. Ich habe euch ja gesagt, wir können Funktionen als Return-Type haben und so weiter und so fort. Ja, zunächst einmal, man kann auch so eine Art Pointer zurückgeben, die eigentlich so eine Art Array sind. Ich sage extra so eine Art, weil es nicht korrekt wirklich genau so ist. Ähm, aber ja, man kann zum Beispiel schreiben, was machen wir damit? Wir printen es hier einfach bloß. Printen ist immer noch das Einfachste, was man machen kann. Print int Array, sag ich jetzt mal. Und nimmt ein Argument,
sagen wir int dazu, vom Typ int Stern. So, int Stern für die C-Programmierer unter euch, die werden das wahrscheinlich schon kennen. Das bedeutet, wir können auch, achso, wenn ich nichts hinschreibe, dann ist es wie gesagt so eine Art Void. Ähm, ja, wir können hier auf diesen int-Stern zugreifen und wir können auch komplett drüber iterieren. Also nehmen wir einfach an, das hier ist sozusagen ein Array, ja? Es zeigt auf eine Speicherstelle und wir wissen, wie lang dieser Array ist. Das heißt, wir können da komplett drüber iterieren. Und wir machen jetzt hier einfach for i und ja, ich würde einfach sagen, wir iterieren da mal ganz normal drüber. Ähm, sagen hier Ints haben wir es genannt. Ints. Also das sind unsere Parameter, die wir hier bekommen, beziehungsweise es ist eigentlich bloß eine, aber in Wirklichkeit stecken da viel mehr drin. So, jetzt können wir hier sagen println über i. Und was jetzt rauskommt, wenn wir hier das Ganze aufrufen mit ähm, print int array, dann können wir hier sagen zum Beispiel 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und wenn wir das jetzt so ausführen, kommt hier 5, 6, 7, 8, 9 und 10 raus. So, es ist ein Array, aber es wird als ein Parameter, also es wird nicht explizit als Array gepackt und es ist eigentlich hier nur als ein einziger Parameter aufgeführt. Aber dadurch, dass wir diesen Stern hier reingeschrieben haben, können wir sagen, okay, wir wissen, dass es mehrere sein können. Wir wissen aber nicht, wie viele es sind. Sozusagen ja, ein Array mit variabler Länge, das hier reinkommt. Und wir iterieren da einfach komplett drüber. Das geht natürlich nur für den letzten Parameter. Also wenn ich jetzt hier vorne noch einen, Moment, sagen wir mal, ich mache hier noch sowas, C, und mache hier noch ein Komma rein. Dann packe ich hier ein char, ein C vom Typ jar rein. So. Und ja, ich würde jetzt hier noch drüber iterieren wollen. Groß geschrieben natürlich. Ähm, logisch, dass dann, wenn ich hier jetzt noch einen Stern reinmache, dass es dann nicht komplett durchlaufen würde. Denn es kann nur hinten wiederholt werden. Also erst werden alle Parameter hier vorne zugeteilt, also bis eben die alle, wo vorne dran stehen, abgearbeitet sind und danach haben wir eine variable Länge, nämlich alle, die noch übrig sind, werden dann einfach hier reingestopft. Und dann können wir sagen, okay, wir iterieren da komplett drüber. Ja, auch ein ziemlich schönes Konzept. Also für die C-Programmierer ist es quasi gleich wie ein Pointer auf ein Array. Ja, dann haben wir noch die Möglichkeit, rekursive Funktionen zu erstellen. Also ihr merkt, ich gehe gerade so ein bisschen die Arten von Funktionen durch. Ich werde sie nicht so ausführlich behandeln wie in meinen Java-Videos. Dazu, ja, das wäre dann quasi so ein bisschen wiederholend. Und ja, wir haben hier einfach eine rekursive Funktion. Rekursive Funktion. Und sagen einfach, okay, wir nehmen hier, keine Ahnung, was berechnet man gerne rekursiv, die Fibonacci-Zahlen. Ähm, wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Fib vom Typ int liefert uns einen int zurück. Ups, ich habe das gleich vergessen. So. Und was wir hier drin machen, ist, wir sagen return rekursive Funktion von fib minus 1 plus rekursive Funktion von fib minus 2. So, und was wir jetzt hier machen können, ist, wir können ganz einfach sagen, rekursive Funktion von lasst uns die 8. Fibonacci-Zahl ausrechnen. So. Und was wir jetzt hier bekommen, ist dann ein Fehler, ein wunderschöner Fehler sogar. Was daran liegt, ich habe furchtbar ineffizient programmiert. Wir haben, ja genau, ein Stack Overflow, war ja klar. Das liegt daran, ich rufe hier jedes Mal fib minus 1 auf
und habe hier nicht abgefangen, dass das eventuell auch mal minus eins sein könnte. Ja, ich bin sehr schlau. Also fib gleich null. Ja, oder wir machen das ganz einfach. Fib gleich null oder fib gleich eins. Ihr kennt den Spaß sicher schon. Dann sagen wir hier einfach mal return eins. Denn die nullte Fibonacci-Zahl wäre theoretisch null oder eins, je nachdem, wo man anfängt zu zählen. Und die erste Fibonacci-Zahl ist in jedem Fall eins. So, und wenn wir das jetzt laufen lassen, dann sollte das kein Problem sein. Dann haben wir hier die achte Fibonacci-Zahl und die ist 34. Also ihr seht, man kann auch eine Funktion in sich wiederum aufrufen. Alles kein Problem. Gut. Auch eine Eigenheit von Scala sind Default-Parameter für gewisse Funktionen. Ähm, Da nehme ich doch gerade mal hier das hier, die Square-Funktion. Und wenn wir hier hinten dran, hinter unserem Parameter, also sagen wir def square a Doppelpunkt int und dann sagen wir hier gleich mal, okay, der Default-Parameter ist 2, dann weisen wir hier a standardmäßig 2 zu. Aber wenn wir hier sagen, Sekunde, ich rufe die Funktion gerade mal auf, Square über 5, also wenn wir Square von 5 sagen, wird immer noch ganz normal 25 ausgegeben, nämlich 5 mal 5 hier unten. Aber wenn wir jetzt diese Funktion mit leeren Klammern aufrufen, dann funktioniert das genauso. Dann wird einfach standardmäßig dieser Integer auf 2 gesetzt, also für den Fall, dass wir gar nichts angegeben haben. Also einfach so ein Override. Und wir sagen hier, okay, es ist dann standardmäßig 2. Ist auch eine ziemlich coole Sache, die man aus anderen Sprachen eigentlich so nicht kennt. Ja, so, und jetzt kommen wir zu den berüchtigten höherrangigen Funktionen, also Funktionen höherer Ordnung oder wie auch immer, unter welchem Namen ihr sie kennt. Ähm, Funktionen, die eine Funktion als Parameter nehmen. Und das wäre dann zum Beispiel hier eine Funktion, die ähm, 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 wobei ich bin, ja doch, ich bin die ganze Zeit Deutsch gewesen, def anwenden, so. Und wir sagen hier, wir nehmen eine Funktion f vom Typ int auf int. So, das bedeutet jetzt hier, das ist eine Funktion, die einen Integer nimmt und einen Integer zurückgibt. Und dann machen wir hier noch ein Komma und sagen, wir nehmen noch ein x, das auch ein Integer ist. Und wir liefern einen Integer zurück, nämlich den wir kriegen, wenn wir f von x berechnen. Dann sagen wir einfach nur ist gleich f von x. Und das ist jetzt auch schon eine vollständige Definition einer Methode oder einer Funktion. Und wenn wir jetzt hier sagen, hier reinpacken, wir sagen anwenden, also natürlich ist die Funktion ein bisschen blöd, aber äh, da kann man natürlich noch ganz andere Sachen mitmachen. Also wir wenden an, ja, x sollte vielleicht irgendwie definiert sein. So. Ähm, Type Mismatch. Okay, int required. Ja, natürlich. Ich habe vergessen, hier die Klammern rauszulöschen. Wenn wir eine Funktion übergeben, darf die keine Klammern haben. So, und was wir jetzt hier machen, ist, wir rufen einfach diese Funktion square auf mit dem Parameter 5. Und damit kann man natürlich auch wieder 25 berechnen, aber man kann damit richtig coole Sachen machen, man kann da jegliche beliebige Funktion machen, man kann auch diese Funktion eben als Variablen benutzen, das ist das Coole dran, und hin und her jonglieren, wie man gerade möchte. Und ja, höherrangige Funktionen sozusagen. Genau. Was man auch machen kann, sind Funktionen in Funktionen definieren. Also ihr wisst ja hier unten, diese Fibonacci-Zahlen könnte man deutlich besser implementieren und etwas effizienter, indem man einfach noch eine zweite Variable hat oder eine dritte besser gesagt dann auch noch und ja, das Ganze dann halt zwischenspeichert. Und da macht man dann folgendes. Ähm, Bei Fibonacci-Zahlen brauche ich gerade ein bisschen zu viele. Ich würde einfach nochmal eine neue Fakultät. Ja, und die nimmt einen n Doppelpunkt int, liefert uns einen Integer zurück und das sollte bitte da oben dran. So. Und was wir hier machen, ist eigentlich geben wir ähm,
n mal Fakultät von n-1 zurück. Das wäre dann die rekursive Variante. Wir können aber auch einfach sagen, wir definieren uns hier drin nochmal eine Funktion, ähm, die einen Akkumulator benutzt. Die Akkumulatorgeschichte kennt ihr vielleicht schon aus Haskell, falls ihr die Videos von mir gesehen habt. Falls nicht, könnt ihr gerne machen. Und wir nehmen hier ein n vom Typ Integer und wir haben hier aber noch einen Akkumulator mit k vielleicht, weil wir schon die ganze Zeit im Deutschen sind. Der ist auch ein Integer. So. Und wir sagen hier dann ganz easy, okay, wir fangen hier von unten an, weil wir so schneller sind, keine Ahnung. Ähm, if, ähm, ja, if n größer gleich, wobei brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir sagen hier einfach nur Fakultät Akkumulator von n-1 und n mal Akku. Ups, nicht plus, mal, bitte. So, und dann sagen wir hier drin einfach noch, okay, wir rufen hier drin die Funktion mit dem Akkumulator auf, geben der n und geben der am Anfang 0 mit, 1 mit. Sonst haben wir ein Problem. Ja, und das ist dann auch das, was wir zurückgeben. Das heißt, wir rufen in unserer Funktion eine Funktion auf. Ich habe hier den Return-Type vergessen. So. Und sagen hier Return. Genau. Also eine Funktion in einer Funktion drin. Ja, jetzt haben wir schon ziemlich viel für Funktionen ähm, gemacht und können jetzt sogar noch mehr machen. Wir können, wo wir bei Funktionen höherer Ordnung sind, können wir das Ganze auch so darstellen wie in einer funktionalen Programmiersprache. Wir haben da mehrere Methoden, mehrere Arten, eine Methode von höherer Ordnung darzustellen. Zum Beispiel, wenn wir hier eine Methode haben, die einfach was addiert, sowas hier, und wir haben hier ein a vom Typ Integer, ups, groß geschrieben, und wir haben ein b vom Typ Integer, können wir das auch so schreiben, b vom Typ int, und das ist gleich, da können wir auch direkt das Gleichheitszeichen setzen einfach, können wir einfach sagen a plus b. So, und das ist auch schon eine vollständige Definition einer Funktion, sehr viel kürzer, weil wir hier diese Klammern erstens mal nicht brauchen, wir brauchen den Return-Type nicht, der wird nämlich automatisch hier durchberechnet. Ähm, Wir können das Ganze aber genauso gut, wirklich, das ist absolut gleich. Ich schreibe jetzt hier einfach AD2 hin, so, a vom Typ int und b vom Typ int, und dann sagen wir hier, äh, hier muss ein Gleichheitszeichen rein, ist gleich b vom Typ int, und dann bilden wir das ab auf a plus b. So, ja, das int sollte ich natürlich groß schreiben, dass es auch funktioniert. Und das bedeutet jetzt so viel wie, ähm, wir nehmen einen Parameter vom Typ a, vom Typ int, also einen Parameter a vom Typ int, aber kriegen dann eine Funktion zurück, die noch einen Parameter vom Typ b nimmt, vom Typ int nimmt, und rechnet die beiden zusammen. Das heißt, wir liefern hier, wenn wir ADI2 aufrufen, mit einem Parameter liefern wir eine Funktion zurück. Und diese Funktion nimmt noch einen Parameter und addiert ihn auf einen anderen drauf. So, und genau dasselbe tun wir hier oben theoretisch auch. Wir können diese Funktion sozusagen unterfüttern. Also wenn wir hier ADI2 direkt mit zwei Parametern aufrufen, dann funktioniert das wunderbar. Dann kommt genau dasselbe raus. Wir können aber auch einfach nur einen aufrufen, also mit einem Parameter aufrufen, kriegen dann eine Funktion zurück und können dann sowas wie hier diese Anwenden-Funktion nehmen. Denn die wiederum nimmt ja eine Funktion und wendet dann darauf einen Parameter an. Das heißt, wir kriegen hier eine Funktion oder einen Wert zurück. Und sowas nennt man gecurryte Funktionen. Das gibt es in fast allen funktionalen Programmiersprachen und somit eben auch in Scala. Ja,
Alles klar. Ich glaube, jetzt seid ihr mal mit einem 20-Minuten-Video zu Funktionen in Scala bedient. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Video und übt ein bisschen bis dorthin. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.